Was musst du tun, um zum 31.12. die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland zu beenden? Also um im nächsten Jahr dann nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig zu sein, wirklich weg zu sein, keine Steuererklärung mehr einreichen zu müssen. Mit genau dieser Frage wollen wir uns in diesem Video einmal auseinandersetzen. Nun, zunächst mal lass mich eben mal hier meine Ansage von gerade korrigieren. Du bist entweder unbeschränkt steuerpflichtig oder beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Das heißt, selbst wenn du aus Deutschland weg bist, dich abgemeldet hast, in Deutschland dein Welteinkommen nicht mehr versteuern musst, wirst du natürlich immer noch eine Steuererklärung in Deutschland einreichen müssen. Wenn du zum Beispiel deutsche Immobilien hast und Mieteinnahmen daraus generierst, die sind immer in Deutschland steuerpflichtig. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für deutsche Renten und Pensionen. Hier bist du also weiterhin dann beschränkt steuerpflichtig in Deutschland und wirst weiterhin eine Steuererklärung einreichen müssen. Wir sprechen aber in diesem Video über die unbeschränkte Steuerpflicht. Das heißt also steuerpflichtig in Deutschland sein für dein Welteinkommen. Was musst du tun, um zum 31.12. aus dieser unbeschränkten Steuerpflicht rauszukommen? Nun, viele sagen, man muss sich abmelden. Tatsächlich ist aber die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt steuerlich komplett irrelevant. Du kannst dich abmelden oder auch nicht. Das spielt keinen Unterschied. Das Wichtige aus deutscher Sicht ist erstens, dass du deinen Wohnsitz aufgegeben hast. Dein Wohnsitz muss vor dem 31.12. aufgegeben sein. Selbst wenn du zum Beispiel noch eine Kündigungsfrist beim Mietvertrag hast, sagen wir zum Beispiel 28.02., muss vor dem 31.12. klar sein, dass die Wohnung aufgegeben wurde. Sie muss leergeräumt sein. Du musst Bilder der leeren Wohnung machen. Die musst vielleicht später dem Finanzamt schicken. Du musst Gas, Wasser, Strom und solche Dinge abmelden. Du musst einen Postnachsendeantrag errichten und so weiter und so fort. Also du musst wirklich klar machen, dass das kein Wohnsitz mehr ist. Eine Wohnung gemietet zu haben und dort hier noch sozusagen in der Kündigungsfrist festzustecken, ist jetzt nicht das Thema, aber es darf kein Wohnsitz sein, diese Wohnung. Das heißt, sie darf also nicht funktional nutzbar sein. Das ist der erste kritische Punkt. Wenn du diesen Punkt nicht erreicht hast, wird die Steuerpflicht in Deutschland nicht enden, auch wenn du dich 100-mal abgemeldet hast. Der zweite kritische Punkt ist, dass du Deutschland zum 31.12. verlassen hast. Ja, und das ist für viele natürlich schwierig, denn da kommt Silvester und so weiter, man möchte mit der Familie feiern und dann verlässt man Deutschland möglicherweise erst zum 1.1. Wenn du Deutschland erst am 1.1. verlässt, auch wenn du deinen Wohnsitz aufgegeben hast und dich abgemeldet hast, bist du für das ganze nächste Jahr in Deutschland noch als unbeschränkt Steuerpflichtiger veranlagt. Das heißt, du musst eine Steuererklärung einreichen in Deutschland für das ganze nächste Jahr, wo du deine weltweiten Einkünfte hier erklärst. Diese musst du nicht versteuern in Deutschland unbedingt. Das werde ich gleich im Detail nochmal erklären. Aber du bist zumindest steuerlich als unbeschränkt Steuerpflichtiger veranlagt. Das heißt also, Deutschland verlassen auf jeden Fall noch in diesem Jahr und möglicherweise dann eben auf Silvester mit der Familie verzichten, wenn es dir wichtig ist, die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland zum 31.12. zu beenden. Denn was da dahinter steht, ist der Begriff des sogenannten gewöhnlichen Aufenthaltes. Hast du keine Wohnung mehr in Deutschland, dann switcht sozusagen die Sichtweise des Finanzamtes auf den Aufenthalt. Der Aufenthalt ist normalerweise nicht relevant in Deutschland. Wenn du einen Wohnsitz hast, dann kannst du 1 Tag in Deutschland, 100 Tage in Deutschland oder 365 Tage in Deutschland sein. Es spielt keinen Unterschied. Du bist immer steuerpflichtig unbeschränkt. Hast du aber keinen Wohnsitz mehr, dann switcht die Sichtweise auf den gewöhnlichen Aufenthalt. Dann ist die Frage, wann hast du den gewöhnlichen Aufenthalt beendet? Beendest du den gewöhnlichen Aufenthalt erst am 1.1. oder am 10.1. oder am 28.2., dann kannst du das machen. Das ist natürlich komplett möglich. Dann endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Aber du bist für das ganze Jahr noch veranlagt als unbeschränkt Steuerpflichtiger. Du musst also dem Finanzamt melden, welche Einkünfte du weltweit in diesem Jahr hattest. Und manche wollen das nicht. Manche wollen nicht hier dem Finanzamt noch ihre weltweiten Einkünfte melden müssen, weil sie Angst davor haben, schlafende Hunde zu wecken.
dass das mögliche Prüfungen dann nach sich zieht. Und ganz ehrlich gesagt, gerade wenn du Krypto hast oder sowas, ist natürlich auch ein Riesenaufwand, die ganzen Infos nochmal hier aufzubereiten. Viele wollen da draußen sein. Punkt. Das geht aber nicht, wenn du dich noch in Deutschland aufhältst, in den ersten Tagen, Wochen oder Monaten des neuen Kalenderjahres. Zwar, und das ist ganz wichtig, bist du nicht steuerpflichtig für die nicht-deutschen Einnahmen, die du nach dem Wegzug erzielst. Ja? Dennoch musst du die weltweiten Einkünfte des Wegzugjahres in der Steuererklärung melden. Diese werden dann verwendet, um den Steuersatz für die deutschen Einkünfte zu berechnen. Du musst also mehr Steuern bezahlen auf die deutschen Einkünfte, wenn du noch Auslandseinkünfte hattest. Du zahlst keine Steuern auf die ausländischen Einkünfte nach dem Ende der unbeschränkten Steuerpflicht. Das sind also Dinge, die du dir hier gut merken musst. Ja? Also versuche auf jeden Fall den Wohnsitz noch vor dem 31.12. abzumelden und verlasse das Land vor dem 31.12. Und jetzt gibt es ein drittes Kriterium und das ist der Lebensmittelpunkt. Also natürlich muss deine ganze Familie, wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast, mit dir umziehen. Bleibt dein Ehepartner in Deutschland, bleiben deine minderjährigen Kinder in Deutschland, die mit dir leben, mit dem Ehepartner zum Beispiel, dann bleibt dein Lebensmittelpunkt in Deutschland und somit bleibt dann auch deine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Das heißt, deine Familie muss ebenso hier den Wohnsitz aufgeben und muss ebenso den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland aufgeben. Wir haben übrigens zum Thema gewöhnlicher Aufenthalt und die steuerlichen Implikationen daraus vor kurzem schon ein Video gemacht. Link packe ich hier mal noch in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Das ist dann auch nochmal ziemlich kompliziert. Da geht es dann um die Frage, wie viele Tage du dich nach dem Wegzug pro Jahr noch in Deutschland aufhalten kannst. Viele meinen ja 183 Tage, aber so einfach ist es leider nicht. Es gibt keine Regelung, die vorgibt, dass du in Deutschland maximal 183 Tage pro Kalenderjahr sein kannst und dann dort keine Steuern bezahlst. Gibt es nicht. Es gibt ein rollierendes Jahr, einen rollierenden Zeitraum und in diesem rollierenden Zeitraum darfst du nicht mehr als 183 Tage in Deutschland sein. Bist du zum Beispiel Oktober, November, Dezember in Deutschland und Januar, Februar, März auch wieder, dann bist du wahrscheinlich mehr als 183 Tage in Deutschland in einem 12-Monats-Zeitraum und bist dann in beiden Jahren möglicherweise unbeschränkt steuerpflichtig. Ja? Also das heißt, schau dir dieses Video an. Du musst sehr genau deinen Aufenthalt in Deutschland planen, um nicht in diese Falle hineinzutappen. Aber wie gesagt, das hat jetzt nichts mit der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht zum 31.12. zu tun, sondern das ist dann im Grunde genommen nachgelagert, die Aufenthaltsplanung in Deutschland. So, realistischerweise werden es natürlich viele nicht schaffen, zum 31.12. tatsächlich den Wohnsitz aufzugeben. Und du bist dann eben noch länger in Deutschland. Also, wie ich es schon vorhin gesagt habe, ist das natürlich komplett möglich. Du kannst Deutschland zu jedem Zeitpunkt im Jahr verlassen. Aber du bist eben dann im Wegzugsjahr noch als unbeschränkt Steuerpflichtiger veranlagt und musst halt eine sehr komplizierte, umfangreiche Steuererklärung einreichen, wie du es eben von Deutschland gewöhnt bist. Vielleicht ist das bei dir gar kein Thema, weil du ja sowieso keine hohen Einkünfte im Ausland hast oder vielleicht hast du gar keine Einkünfte in dem Jahr. Dann tangiert dich das Ganze natürlich nicht wirklich. Also du musst hier für dich prüfen, ob das jetzt wirklich problematisch ist. Vielleicht kommst du ja zu dem Schluss, dass in deinem Fall es völlig unproblematisch ist. Wichtig ist mir, dass du verstehst eben, dass es notwendig ist, vor dem Jahresende hier die Zelte tatsächlich abzubrechen, dass die Abmeldung völlig irrelevant ist. Ja, nochmal, also die Abmeldung rettet dich nicht und sie verursacht dir auch keine Probleme. Wichtig ist die Aufgabe des Wohnsitzes und dass du Deutschland verlässt und dann drittens noch Ehefrau, Ehepartner, Kinder ebenso Deutschland verlassen haben, damit die unbeschränkte Steuerpflicht zum Jahresende dann auch endet. Ich rate dir dringend, dass du dich diesbezüglich mit deinem Steuerberater hier in Verbindung setzt und das Ganze mit ihm auch nochmal durchplanst. Er kennt ja deine steuerlichen Angelegenheiten. Er könnte dir vielleicht zum Beispiel sagen, dass ja eine Steuererklärung im nächsten Kalenderjahr komplett problemlos einzureichen wäre, aus bestimmten Gründen, die nur er weiß. Wenn dem so ist, dann musst du dir letztlich auch keine Sorgen machen und kannst eigentlich diesen Wegzug hier in aller Ruhe angehen. Es ist immer schlecht, natürlich hier in Eile und in Panik wegzuziehen. Das heißt also, man muss sich die Situation tatsächlich hier in aller Ruhe betrachten und dann die richtigen Maßnahmen treffen, nachdem man sich von seinem Steuerberater oder Rechtsanwalt hat
beraten lassen. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern, Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland und dem Ausland generell auseinandersetzt, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren genau nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, ins Ausland umzuziehen, sich im Ausland steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.